Hallo, ich bin Bastian. Ich bin Mitarbeiter der Lufthansa Group und heute fliege ich zum ersten Mal in Zeiten von Corona. Wie das alles am Flughafen abläuft, von den Gates bis zum Boarding, das habe ich in dem ersten Video gezeigt. Und jetzt bin ich gespannt, wie es an Bord abläuft. Los geht's! Sehr gerne. Bitte schön, sehr gerne. Please take particular note of the location of the emergency exit. Aktuell sind natürlich einige Maßnahmen an Bord getroffen worden. So ist das Tragen von Mund-Nasenschutz Pflicht. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Crew. Der Mund-Nasenschutz, die Maske, ist inzwischen bei Lufthansa an Bord zu einem wesentlichen Schutzelement für unsere Gäste und für unsere Crews geworden. Wenn jeder an Bord eine solche Maske trägt, schützt er den anderen, den Mitreisenden. Und wenn er sie durchgehend trägt, ist das Infektionsrisiko deutlich abgesenkt. Und für die Gäste stehen weitere Hygieneangebote bereit. Und natürlich werden die Flugzeuge vor jedem Flug intensiv gereinigt und desinfiziert. Welchen Service dürfen Sie aktuell bei Lufthansa an Bord erwarten? Auf Kontinentalflügen bekommen Sie in der Economy Class auf kürzeren Strecken ein Wasser gereicht, auf längeren Strecken zusätzlich auch ein Schokoriegel oder ein Sandwich. In der Business Class haben wir unser Getränkeangebot wie gewohnt wieder einführen können. Auch das Speisenangebot entspricht der Zeit ungefähr vor Corona. Auf der Langstrecke mussten wir etwas deutlichere Einschnitte vornehmen. In der Economy Class bekommen Sie ein reduzierteres Getränkeangebot und ein Mahlzeitenangebot ohne Auswahl. In den Premium-Klassen sind wir wieder weitgehend in unserem alten Niveau angelangt. Allerdings können wir unsere Speisen und Getränke nicht in der Form darreichen, wie wir es üblicherweise tun. Wir müssen ein Stück weit auf Distanz zu unseren Gästen achten. Wie sieht das eigentlich mit der Luft an Bord aus? Dazu fragen wir am besten unsere Expertin. Wichtig zu wissen ist, dass die Kabinenluft eine sehr, sehr hohe Qualität in Flugzeugen hat. Man muss sich vorstellen, alle 3 Minuten wird die Kabinenluft komplett ausgetauscht. Generell ist es so, dass die Außenluft mit der bereits zirkulierenden Umluft gemischt wird. Diese Kabinenluft läuft dann vertikal von der Kabinendecke bis zum Boden und nimmt dabei auch die kleinsten Partikelchen mit. Zusätzlich sind sogenannte HEPA-Filter eingebaut. Die gefilterte Luft entspricht somit den Qualitätsstandards von Operationssälen. So, gelandet. Klar, das Serviceangebot war etwas reduzierter, aber insgesamt habe ich mich gut aufgehoben gefühlt und sicher. Und das ist doch das Wichtigste. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, mein Fazit. Trotz der neuen Hygiene- und Social-Distancing-Maßnahmen war das ein entspannter Flug. Ich kann zwar die Bedenken einiger Gäste verstehen, aber es war auch wieder schön, an Bord zu sein.